So, ich melde mich gerade nochmal zurück. Heute hatten wir wirklich perfektes Licht, alles war perfekt, außer die Greifvögel haben sich nicht blicken lassen. Ist leider schade. Solche Situationen gibt es, das ist nun mal Natur. Kann nicht jede Sektion perfekt sein und ja, da muss man durch. Also es ist wirklich manchmal enttäuschend auch. So Tage gibt es auch. Also wir hatten jetzt wirklich tolle Tage hier, aber gerade war leider gar nichts da. Die Vögel sind oben vorbeigekreist. Ich weiß nicht, warum sie nicht runterkamen. Irgendeinen Grund gab es für die Tiere. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts Außergewöhnliches gesehen. Aber ja, das ist Natur. So, heute ist unser letzter Tag. Mal schauen, ob wir noch eine schöne Überraschung bekommen. Auch an unserem letzten Morgen in La Mancha zeigte sich der Iberienadler sofort wieder. Wie so oft nahm er seinen Platz auf dem vertrauten Baum ein und überblickte in aller Ruhe die Landschaft. Wir hatten erneut das Glück, den Adler mehrfach im Flug direkt vor uns zu fotografieren, aus verschiedenen Perspektiven und Entfernungen. Auch wenn die Heimfahrt schon in unseren Gedanken war, genossen wir den letzten Morgen in La Mancha in vollen Zügen. Er bot uns noch einmal viele Gelegenheiten, schöne Aufnahmen des Iberienadlers festzuhalten. Und selbst wenn nicht jede Einheit perfekt lief, nach 6 intensiven Tagen reisen wir mit tausenden Bildern und vielen besonderen Momenten im Gepäck nach Hause. Auch andere Vogelarten zeigten sich an diesem Morgen. Schwarzkehlchen, Mäusebussard und Rohrweihe sorgten für zusätzliche spannende Momente. Der Iberienadler war an diesem Tag eindeutig die Art, die im Mittelpunkt unserer Reise stand. Und wir sind unglaublich dankbar für die Aufnahmen, die wir von ihm machen konnten. Besonders am letzten Tag zeigte er sich noch einmal im schönsten Licht. Ein dunkler Gewitterhimmel in der Ferne, davor das goldene Morgenlicht der La Mancha. Ein Moment, der diese Reise perfekt abrundete. Wenn dir diese Folge oder die ganze La Mancha-Serie gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos verpasst. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welcher Moment dir am besten gefallen hat oder welche Art du dir in Zukunft wünschen würdest. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben während dieser ganzen Reise. Wenn du solche Erlebnisse selbst einmal erleben möchtest, kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Ich biete das ganze Jahr über Fototouren in verschiedene Regionen Spaniens an, mit exklusiven Highlights und Chancen auf seltene Arten wie Iberienadler, Bartgeier, Blauracke, Bienenfresser, Trappen und natürlich die seltenen Luchse. Spanien bietet zu jeder Jahreszeit großartige Möglichkeiten für Natur- und Vogelfotografie. Alle Infos zu meinen Touren findest du auf meiner Webseite oder du schreibst mich direkt an. Zum Abschluss dieser Serie möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ein Hide funktioniert. Viele von euch kennen diese Art der Vogelfotografie vielleicht noch nicht. Deshalb wollte ich euch einen kleinen Einblick geben. So bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie eine Reise wirklich abläuft und wie wir die Tiere ganz in Ruhe und ohne Störung beobachten und fotografieren können. Ich lasse euch jetzt noch mit einer kurzen Erklärung zum Hide, wünsche euch viel Spaß dabei, danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Ja, sonst von den Foto-Hides sieht es ja, wie es aussieht. Man hat hier immer so ein Fenster, das ist dann so mit so Spiegelglas, also die Vögel, die sind draußen und sehen einen nicht, aber es ist dann auch nochmal der Vorhang, damit es einfach auch die Bewegung ein bisschen filtert, damit die dann von draußen wirklich nicht reingucken können und sich dann total ungestört fühlen.
Und ja, man baut hier dann die Kamera auf. Also es sind Heiz, die sind dann 2 Stühle. Genau, das sind Heiz für 2 Personen. Oft ist man alleine drin, manchmal zu zweit, also je nachdem. Es kommt dann auch mal ein bisschen auf die Heiz an, also jedes ist ein bisschen verschieden. Von der Höhe, man kann jetzt nicht groß stehen, aber ja, man sitzt halt den ganzen Tag, beziehungsweise den halben Tag, weil die fangen dann morgens an, meistens so, oder so gegen 8 Uhr und dann wird man wieder abgeholt bis um 12 oder 11, je nachdem. Und in der Zwischenzeit darf man halt wirklich nicht raus. Es ist wichtig, dass die Tiere nicht gestört werden. Ist hier jedes halt ein bisschen anders. Also es gibt dann auch Heiz ohne Spiegelglas, wo dann gar nichts ist, aber da muss man halt wirklich noch viel leiser sein, weil die halt alles irgendwie hören. Und dadurch ist das Spiegelglas gar nicht schlecht. Es sind dann quasi zwei Blenden weg. Also man muss dann immer ein bisschen ISO ein bisschen hochschrauben. Aber hier in Spanien ist wirklich gutes Licht. Natürlich kann es auch mal bewölkt sein, aber normalerweise sollten es jetzt nicht die 2 Blenden nicht so viel ändern. Besser, dass die Tiere sich ungestört fühlen und ja, der Fotograf kommt dann auch damit zurecht. Von der Temperatur, also hier ist es jetzt ziemlich warm, es gibt dann hier Ventilator. Aber also ich habe ihn jetzt gerade nicht an, auch wegen dem Ton jetzt, aber ich finde es eigentlich in Ordnung. Aber wenn man, ja, je nach Jahreszeit, manchmal muss man sie wirklich einschalten, weil es wirklich schon ziemlich warm ist. Und dann gibt es natürlich auch Heiz, die sind den ganzen Tag, wird man morgens reingesetzt und kommt dann abends wieder raus. Das sind dann wirklich Tiere, die nicht gestört würden, die dann auch nicht angefüttert werden. Wie jetzt hier die Greifvögel, natürlich, die werden ein bisschen angefüttert, dass die dann hier reinkommen. Und ja, das ist der Grund, warum man dann hier auch wirklich viele Vögel fotografieren kann. Und andere Heiz, wo man dann auch den ganzen Tag ist, da braucht man dann ein bisschen mehr Geduld und ja, muss dann halt auch dementsprechend ein bisschen vorbereitet sein, dass man da dann den Tag verbringt mit seinen Bedürfnissen. Muss dann natürlich hier auch immer das ist sowieso ein Plastikbehälter und genau. Und ja, also es ist alles immer ziemlich natürlich, wie ihr auf den Fotos seht. Es ist hier sogar ein paar Kilometer weg von dem Treffpunkt, wo dann mit einem Allradfahrzeug hingebracht wird. Und zum nächsten Dorf sind es hier jetzt bestimmt so 15 Kilometer mehr. Genau, es ist auf jeden Fall Natur pur und macht wirklich Spaß.